Ich öffnete meine Augen und fand mich fest am Baumstamm gebunden. Die Seile stürzten so stark in den Körper, dass es keine Möglichkeit gab, sich zu bewegen. Die Wilderer, mit denen ich jahrelang wegen ihres illegalen Handwerks gekämpft habe, wurden brutal geschlagen und ließen mich hier sterben. Es war ihre Rache. Aber nicht einmal das erschreckte am stärksten. Ein paar Schritte von mir entfernt stand ein massiver Braunbär. Seine bernsteinfarbenen Pupillen starrten mich untrennbar direkt an. Es hing eine drückende Stille in der Luft, unheimlich und unbeweglich. In diesem Augenblick erhob sich das Tier, stand auf seinen Hinterbeinen und erhob sich fast 3 Meter über mir. Eine riesige Pfote flog plötzlich in die Höhe. Ich habe instinktiv angezündet und mich geistig vom Leben verabschiedet. Schlag! Aber anstatt meine Krallen zu spüren, spürte ich einen starken Stoß neben meiner Schulter. Nicht auf mich, sondern auf das Seil, das um den Stamm gewickelt war, fiel ein starker Stoß. Der Bär winkte erneut mit einer riesigen Pfote, schlug eine Reihe weiterer Schläge ein, wieder an den Seilen. Der Räuber hat überhaupt nicht versucht, mich zu verletzen. Eine unvorstellbare Vermutung ist im Kopf verflogen. Er will mich befreien. Das Tier fiel wieder auf 4 Pfoten und näherte sich mir. Seine Schnauze berührte fast mein Gesicht. Als ich seinen schweren Atem spürte, erstarrte ich und wusste nicht, worauf ich warten sollte. Der Bär schnüffelte mich an, während er leise murrte. Dann griff er mit seinen Reißzähnen an einem dicken Seil und zog mit aller Kraft. Es zog sich, aber es riss nicht. Nachts wurde es mit Tau getränkt und war bis an die Grenze eingeklemmt. Der gefeierte Bär knurrte lauter und schlug auf den Stamm, sodass die Rinde mit Fetzen übersät war. Dann habe ich angefangen, die Seile mit Krallen zu zerreißen und mit solcher Sorgfalt gehandelt, als ob ich wusste, dass eine unangenehme Bewegung meine Schulter zu brechen drohte. An diesem Punkt bemerkte ich etwas Wichtiges. An seiner Seite zog sich eine längliche, krumme Narbe zu, die nur teilweise durch dickes Fell verborgen war, aber immer noch deutlich sichtbar war. Ich bin taub und traue meinen Augen nicht. Vor 3 Jahren, es war das Ende des Winters, der Frühling begann, sah ich einen Bären in der Nähe des Körpers der getöteten Mutter erstarren. Wilderer haben den Bären erschossen und das Baby verletzt. Er hat die Mutter beschützt. An der Seite klaffte eine tiefe Platzwunde. Ich habe ihn dann zur Wache gebracht, 2 Wochen lang gepflegt. Ich habe die Wunde gewaschen, genäht, von der Flasche gefüttert. Als der Bär wieder gesund wurde, ließ ich ihn frei. Wir haben uns bis heute nicht mehr getroffen. Ich quietschte, die Stimme zitterte fast. »Baby, bist du das?« Der Bär zog mit seinem Ohr zu. Eine kleine Bewegung, aber ich merkte, er kann mich hören. Er hörte auf, an dem Seil zu knabbern, schaute mir direkt in die Augen. In diesem Blick las man die Erkenntnis, als ob die unsichtbare Verbindung zwischen uns die ganze Zeit nicht verschwunden wäre. Er steckte sanft seine Nase in meine Wange. Hier hörte man das erste Heulen. Weit weg, klang aber deutlich. Der Bär hat sich angespannt, seine Ohren sind wachsam. Noch ein Heulen, dann ein drittes. Ein Rudel näherte sich. Graue Raubtiere waren an unserem Schwanz. Anstatt sich selbst zu retten, eilte der Bär, die Seile mit doppelter Wut zu zerreißen. Die Krallenfüße schnitten Seile, die mächtigen Zähne stießen in die mit Feuchtigkeit getränkten Seile. Eines der Seile begann zu platzen, die Fasern rissen und gingen auseinander. Mit dem letzten starken Ruck zerriss der Bär eines der Seile. Meine Hände wurden schließlich etwas mehr befreit, aber die Gefangenschaft hielt mich immer noch fest. Zwischen den Bäumen begannen graue Schatten zu blinken. Der erste große Wolf sprang hinter dem Busch heraus, mit gelben Augen, die uns genau beobachteten. Die zweite und dritte erschien hinter ihm. Bald zog uns das ganze Rudel, 6 Tiere, mit einem engen Ring um und näherte sich immer näher. Sie hatten es nicht eilig. Sie wussten, dass ihnen das Opfer nicht entkommen würde. Der Bär drehte sich mir den Rücken zu, verdeckt und knurrte. Das Brüllen war taub, schwer. Es lief eine Gänsehaut davon. Die Wölfe haben sich nicht zurückgezogen. Das Alpha-Männchen, ein großer Wolf mit einer Narbe an der Schnauze, gab ein kurzes Signal. Das Rudel begann sich langsam zu bewegen. Der Bär musste sich entscheiden, mich weiter zu befreien oder uns beide zu beschützen. Er hielt an, drehte sich zu den gefleckten Feinden, erhob sich, ein riesiger Schatten streckte sich nach oben. Ein tiefes, kräftiges Gebrüll klang aus seiner Brust. Es gab keine Angst in diesem Schrei, nur Entschlossenheit und Wut. Der Wolfsführer drückte und teilte das Rudel auf. 3 gingen nach links,
2 nach rechts, das Fairway. Der Bär konnte beide Flanken nicht gleichzeitig verteidigen. Er drehte sich zu den Angreifern auf der rechten Seite. Einer machte einen täuschenden Schlag. Der Bär schwang seine Pfote, verfehlte ihn. Der zweite ging von der Seite, aber das Tier drehte sich sofort und fuhr ihn weg. Das war die Taktik der Wölfe. Erschöpfende, falsche Angriffe. Während der Bär von einer Seite besetzt war, schlichen sich die anderen beiden, die sich auf der linken Seite versteckten, immer näher an mich heran und drückten sich gegen den Boden. Ich habe versucht, mit ausgestreckten Händen zu entkommen, und ich fühlte, dass das Seil langsam zu lockern begann. Aber es blieb fast keine Zeit mehr. Es waren nur 10 Meter bis zu mir, und in ihren unfreundlichen Augen spiegelte sich der Hunger wider. Der Bär bemerkte ihre Fischerei, brüllte, drehte sich plötzlich um und stürzte mit einem solchen Gebrüll auf die Feinde, dass eine Herde von Vögeln mit einem Geräusch aus den Büschen flog. Die Wölfe prallten abrupt ab. Einer grinste wütend und zeigte Zähne, als ob er das Tier weit weg vom Baum zu einem Täuschungsangriff veranlasst hätte. Alpha nutzte diese Pause sofort aus. Er stürzte von hinten und griff dem Bären sofort in den Oberschenkel. Das Raubtier brüllte vor Wut und Schmerz und ließ den Angreifer dann mit einer starken Bewegung fallen. Der Wolf flog einige Meter weiter, fiel um und war bereits bereit für einen neuen Angriff, nachdem er sich umgeknickt hatte. Ich habe den Kampf hilflos verfolgt. Mein Verteidiger kämpfte verzweifelt für uns beide, und ich war nicht in der Lage, irgendwie zu helfen. Dieser Angriff brachte den Bären nur aus sich heraus. Jetzt ging er in die Offensive. Er schwang seine Pfoten abwechselnd in verschiedene Richtungen und bedrohte jeden Wolf einzeln. Seine massiven Pfoten zeichneten den Boden tief durch, seine Krallen funkelten in der Luft. Jeder Treffer hätte tödlich enden können. Ein Treffer würde jedem der Angreifer genügen. Die Raubtiere kreisten herum und schwirrten manchmal herum und gaben vor, dass sie bereit wären, von allen Seiten darauf zu werfen. Der Bär verlor seine Wachsamkeit nicht, brüllte in verschiedene Richtungen und ließ sie nicht koordinieren. Einer der Wölfe irrte sich. Er sprang unter die Pfote, bekam einen starken Schlag, flog weg und konnte nicht mehr aufstehen, nachdem er gelandet war. Eine Pfote passte sich an, er saß an der Seite und verließ den Kampfkreis. Diese Verwirrung hat die Situation verändert. Für das Rudel wurde der Verlust sogar eines Kämpfers zu einer Erfolgsgefahr. Anstatt die Verwundeten zu jagen, trat der Bär mutig zum Alpha-Männchen, stand voll auf und gab ein Brüllen aus, dass die Erde aufgerissen wurde. Er öffnete seinen Mund weit, zeigte Zähne und hob seine Pfoten auf, als würde er den Feind verschmieren. Alpha schätzte für einen Moment seine Kräfte ein. Ein Mitglied wurde verletzt. Ein erschöpfter Bär verlor seine Entschlossenheit nicht. Und niemand wollte sinnlos sein Leben riskieren. Mit einem heftigen Knurren befahl er sich zurückzuziehen. Die Wölfe begannen sich allmählich zurückzuziehen, ohne sich für eine Sekunde von dem wütenden Beschützer abzuwenden. Bald verschwand das Rudel zwischen den Stämmen und löste sich im Dickicht auf. Aber das Gefühl, dass sie immer noch in der Nähe waren, ließ mich nicht zurück. Der Bär stand müde still. Die Atmung war zeitweise unterbrochen. Er zitterte vor Überanstrengung. Aus dem Biss an der Hüfte sickerte dunkles Blut, aber es funkelte immer noch das gleiche innere Feuer im Blick. Er hörte zu und stellte sicher, dass die Gefahr vorüber war, und wandte sich zu mir um. Sein Blick war klar und fest. Er hat alles durchgemacht, um mich jetzt nicht zu verlassen. Das Tier schnüffelte mich noch einmal an und überprüfte, ob ich verletzt war. Dann achtete er wieder auf die Seile und begleitete die Aktion mit einem niedrigen Knurren, voller Entschlossenheit. Der Bär griff die geschwächten Seile wieder mit den Zähnen und begann zu ziehen. Jetzt half ich ihm auf jede mögliche Weise, versuchte mich zu drehen, zerrte seine Handgelenke. Eines nach dem anderen begannen die Seile zu platzen. Sie brachen mit einem Taubenknall auf. Der Druck auf den Brustkorb hat nachgelassen. Dann ging das Tier zu den Knoten an den Handgelenken über und versuchte, meine Haut nicht mit scharfen Reißzähnen zu verletzen. Ein starker Ruck. Die letzte Schleife ist schließlich gerissen. Ich wurde erschöpft und fiel mit dem Gesicht ins Gras. Der Bär bückte sich sanft, schnüffelte und überprüfte, ob alles in Ordnung war. Mit letzter Kraft kroch ich an den Baum, lehnte mich mit dem Rücken an ihn und der Bär legte sich neben ihn. Erschöpft, genauso wie meins. Das Blut sickerte immer noch aus dem abgetrockneten Oberschenkel. Ich schaute auf die Wunde und erkannte, dass man keine Zeit verlieren sollte. In der Nähe lag mein Rucksack, den die Wilderer in Eile wegwarfen. Nachdem ich den Willen gesammelt hatte, kam ich zu ihm und holte den Verbandskasten heraus. Der Bär schaute genau hin,
zog sich aber nicht zurück. »Sei ruhig, Kleiner. Lass mich helfen«, flüsterte ich. Ich habe seine Wunde vorsichtig mit einem Desinfektionsmittel gewaschen, einen Verband aufgelegt. Der Bär hat sich verdreht, aber er hat alles geduldig ertragen, als hätte er verstanden. Ich will Gutes. Als ich fertig war, murrte er leise, als würde er Danke sagen, anstatt mich zu erschrecken. Für ein paar Minuten saßen wir einfach zusammen. 2 erschöpfte Kreaturen, die einen tödlichen Kampf überlebten. Bald stieg der Bär auf und sah mich an. Ermüdung und erleichterte Würde in seinen Augen. Die Pflicht wurde erfüllt. Ich habe verstanden, dass er bereit ist zu gehen. Ich hatte Schwierigkeiten, meine Hand zu heben. Der Bär machte einen Schritt zurück, kam etwas näher, ließ mich seine Schnauze streicheln und am Ohr kratzen, wie in jenen fernen Tagen. Ich habe eine Narbe an seiner Seite gefunden. Du bist erwachsen geworden. Du bist stark, groß geworden. Der Bär hielt sich fest, stürzte leise, als ob er bestätigte: Ich erinnere mich. Ich habe es nicht vergessen. Seine bernsteinfarbenen Augen blieben länger als gewöhnlich bei mir. Alles war im Blick zu lesen. Dankbarkeit, Erinnerung, Verbindung durch die Jahre. Danach drehte er sich um und verschwand, ohne sich umzudrehen, unter den Bäumen. Die dunkle Gestalt löste sich langsam zwischen den grünen Zweigen auf und ließ mich in Sicherheit und schockiert bis tief in die Tiefe zurück. Ich blieb am Baum sitzen. Zerrissene Seile lagen herum, die Erde wurde mit Abdrücken gegossen. Stumme Zeugen einer unglaublichen Rettung. Das war kein einfacher Fall. Es ist eine Lektion fürs ganze Leben. Wahre Freundlichkeit wird niemals vergessen. Der Bär erinnerte sich an jemanden, der ihn einst gerettet hatte, als er ein schwacher Bär war. Und jetzt, da seine Zeit gekommen war, hat er es nicht bereut, die Schulden zurückzuzahlen.